Hallo liebe Zuschauer, wir möchten euch begrüßen von wieder einem geheimen Punkt hier auf Koh Samui. Ihr seht hinter mir überall Palmen, keine Häuser, keine Menschen. Hello from Cebu. Hallo liebe Zuschauer, diejenigen, die vielleicht den letzten Oma-Film gesehen haben, die haben mitbekommen, dass ich in der Umgebung von der Oma, also ein paar Kilometer entfernt, noch einen Strand besuchen möchte, der auch so ein Geheimtipp ist. Und da sind wir jetzt gerade. Schaut euch das mal an. Das könnte doch für eine Postkarte schon wertvoll sein. Ne? Krumme Palmen. Und da hinten gehen wir jetzt hin. Ich werde jetzt auch unter meinem Film den Geopunkt bringen. Dann könnt ihr dann ganz einfach finden. Ich habe diese Örtlichkeiten hier gefunden, indem ich also mit der Drohne vorbeigeflogen bin. Kann ich mal hier oben verlinken. Ich bin das letzte Mal komplett um die Insel geflogen mit der Drohne 2019. Und da ist mir hier dieser schöne Ort oder der Strandabschnitt aufgefallen. Wir haben heute zur jetzigen Zeit, wir haben kurz nach 11 Uhr, haben wir Ebbe. Und mal gucken, wie weit wir raus können, um da vielleicht jetzt zu schwimmen. Lassen wir uns mal überraschen. Hier links kann man auch Bungalows mieten, aber das geht nur bis da hinten zur Felsformation und dann kommt gar nichts mehr. Da sieht man so ein Bungalow. Ich habe aber dazu keine Kontaktdaten, da müsstet ihr euch selber drum kümmern. Man hat heute auch eine wunderbare Fernsicht, man sieht da hinten das Festland. So, bevor wir jetzt da zwischen den Felsen gehen, mache ich mal hier einen Rundumblick, dann habt ihr mal eine bessere Übersicht. Wie gesagt, das Meer ist erstmal weg. Wir zwei sind voll gepackt, wir haben ein bisschen zu essen mitgenommen. Und auch vor allen Dingen zu trinken, ganz wichtig. Wo man natürlich mit rechnen muss, dass man hier leere Flaschen findet, weil hier wird ja nicht sauber gemacht. Hier ist ja keine Hotelanlage oder ein Ressort. Was ich gerade angesprochen habe, hier sind schon Garbage-Rückstände. Die muss man eben halt ignorieren, um das andere Schöne zu sehen. Wenn man sich jetzt vorstellt, Samui war früher komplett so mal am Strand, die Palmen bis zum Meer und keine Ressorts, keine Bungalows, keine Hotels. So sah es denn da aus. Und man hat hier hinten auch noch Schatten, was hier auch wichtig ist, wenn man sich hier hinlegen möchte. Wir haben jetzt gerade entschlossen, dass wir wieder zurückgehen, da wo der Schatten ist. Und dann starten wir mal die Drohne, dann haben wir eine bessere Übersicht, wie das hier ringsum aussieht. Das sieht ja da hinten schon schön aus. Seht ihr? Da hinten ist im Schatten. Und da haben wir auch Sand im Meer. Davor gelegen scheinen nämlich Steine zu sein und dann muss man ein spezielles Schuhwerk schon haben, um da reinzugehen. Als YouTuber, der ein bisschen professionell aufbaut, schleppt man einiges mit rum. Ja, liebe Zuschauer, das ist auch ein Traumabschnitt und jetzt lasse ich euch das mal im Überblick, zeige ich euch das mal.
Wie ihr sehen könnt, ist das Wasser hier jetzt nicht tief. Wir haben ja jetzt auch Ebbe hier. Das ist aber generell hier an der Westküste so, auf Samui, dass da das Meer also nicht so tief ist, direkt am Strandabschnitt. Hier seht ihr aber die Kante, da ist das Riff zu Ende da unten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man da super schnorcheln kann und auch schöne Fische sehen kann. So, das gehen wir jetzt mal noch ein bisschen höher. Wer die vorigen Filme gesehen hat, der kann sich vielleicht daran erinnern, da hinten diese große Bucht, da war ja die Ninant rausgegangen und hinter dem Berg, der da rechts ist, da ist ja auch Konrad und in der Nähe ist ja wie gesagt auch die Oma. So, jetzt gucken wir uns das mal von hier oben schön an. Also wir haben jetzt hier ein großes Riff hier unten. Da hinten geht auch eine Straße runter. Da können wir gleich mal gucken. Und wir müssen ja da unten irgendwo liegen. Und da geht auch eine Straße runter. Und ein befestigter Weg ist da. Schauen wir uns das mal an. Also bis da, was ihr da in der Mitte seht, könnt ihr ohne weiteres gehen zwischen den Rocks. Sollte also keine Kunst sein. Und ihr seht viel Strand und keiner ist da. Und das wünscht man sich ja manchmal, dass man die Ruhe hat. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen belässt hier da unten, der Ruhe haben möchte. Das ist ja die Richtung, wo wir jetzt hier unten am Strand liegen. Da fliegen wir da mal ein bisschen lang, gehen wir weiter runter, sind jetzt auf 35 Meter runtergekommen. Wir sind jetzt 370 Meter entfernt von unserer Position. Wir kommen jetzt langsam auf uns zu. Wie ihr gesehen habt von oben, hier sind noch keine Häuser. Aber hier muss man schon darauf Acht geben, wenn die Flut kommt, dann kann es sein, dass man nicht mehr so ohne weiteres zurückkommt. Da haben wir jetzt Ebbe. 140 Meter sind wir jetzt von uns entfernt. Ah, ich sehe die Drohne schon. Das sieht ja geil aus. Ja, ich kenne auch noch ein paar andere schöne Plätze, wo man ungestört zu zweit oder mit einer kleinen Gruppe sein kann. Jetzt fliegen wir nochmal da runter. Das sieht irgendwie auch schön aus mit den Palmen. Ja, hier sind wir ja da eben reingekommen. Jetzt muss ich ein bisschen weg. Ich kann das ja so nicht am Monitor erkennen. Da sind die Palmen. Gehen wir ein bisschen höher. Da kann man die kleine Ortschaft auch sehen. Da müsste da unten irgendwo eine Straße. Da unten ist die Straße. Da unten der schwarze Wagen. Das ist unserer. Dann hat man hier auch noch eine große Tempelanlage. Also wer sich für Tempel interessiert, die gibt es ja an jeder Ecke bald hier. Sehr schön.
und von hier aus müsste man auch das Intercontinental sehen. So, das ist da ist der Intercontinental oben auf dem Berg. Und da unten ist am Resort. Meine Ex-Frau hat da immer die Hochzeiten. Und jetzt nochmal einen Blick zurück. Die meisten, die werden sich ja in Lamay und Chaveng vergnügen. Aber das sind zu viele Touristen. Oh, jetzt will ich aber mal wieder zurückkommen. Nämlich mein Schatzi liegt da gerade im Wasser, im Meer und kühlt sich ab. Da unten ist sie. Also abkühlen kann man sich hier schon. Also ich sagte ja schon, ein paar Schuhe wären nicht schlecht. Da gibt es ja Neoprenschuhe. Wenn hier auch Seeigel sein sollte, ist man da ein bisschen geschützt. Ja, liebe Zuschauer, kommt nach Koh Samui. Hier gibt es auch noch ein paar unberührte Flecken. Glaubt man gar nicht, wenn man nicht den Touristenstrom hinterher jagt und in Lamay oder Chaveng sich rumtreibt. Ja, hier habt ihr dann auch noch die Ruhe mit eurem Partner. Ich möchte die Wiener nicht weiter strapazieren, indem ich also nur filme. Die möchte nämlich vielleicht auch mal ins Wasser reingehen, mir die Badehose anziehe und auch mal Urlaub mache. So, das war ein weiterer Secret-Punkt für euch von Wienert und Florenz. Tschüss! Ja, das ist das wunderbare Koh Samui. Hier gibt es ja noch geheime Strände, die nicht überlaufen sind. Schaut meine Filme an und ihr werdet noch mehr davon sehen.